Ja, hallöchen ihr Lieben, da bin ich wieder zurück zu einer weiteren Folge von Metal Gear Solid Peace Walker und wir haben hier so nebenbei ein paar Sachen erledigt, wir haben ein bisschen die Nebenmission gemacht, wir haben ein paar Leute gefunden, die uns natürlich auch joinen wollen und ja, erwartet nicht viel von dieser Folge. In dieser Folge werden wir gar nichts machen, nur die Kassetten anhören, denn ich habe mich entschieden, dass ich sie sehr vernachlässigt habe und deswegen werde ich da auch heute mal nachhaken, damit wir so wichtige Details erfahren. Und ansonsten werden wir hier noch ein paar Sachen in der Base machen, sowie unsere guten alten Soldaten reinsetzen und ja, ein bisschen von der Story mitkriegen. Was heißt von der Story? Also die Kassetten liefern nicht so viel Information über die Story, aber das Wissen drumherum. Und das ist doch wichtig, denn wir werden ja mit mit so manch in den fünften Teil gehen und mit denen auch dementsprechend agieren und deswegen sollten wir herausfinden, was sie tun oder was sie uns geben, was sie uns für Tipps geben. Allgemein ein paar Sachen und das sollten wir mal ein bisschen herausfinden. Wir werden auch sicherlich ein Easter Egg noch finden, aber dazu später mehr, beziehungsweise gleich erstmal noch hier die restlichen einordnen. Die zwei Sachen können wir nicht. Da könnten wir theoretisch mal gucken, was da abgeht. Wir haben noch kein Team entsendet, das wollen wir dann machen. Helikopter im gegnerischen Team. Fahrzeug. Aber ich glaube, das Fahrzeug, das machen wir kaputt. Hier unten können wir noch ein paar Soldaten reintun. Natürlich die Besten der Besten. Und dann können wir den Angriff starten. So. Ah. Boah. Und ja, lass mal das machen. Passt schon. Gut. 3 Teams ausgewählt, die sind jetzt im Einsatz und dann kann ich hier noch was machen? Ich glaube nicht. Wir gehen jetzt zum Einsatz. Natürlich werden wir dort jetzt diesen Einsatz hören, was wir machen müssen, aber ich werde in dieser Folge diesen Einsatz nicht ausführen. Suchen Sie den Ausweis. Stimmt, das war mit der orangen Jacke. Den müssen wir suchen. Und ich zeige euch nochmal, hier habe ich die Nebenmission gemacht. Bis auf eine, die müsste ich noch machen. Da hatte ich jetzt keine Lust. Ein Panzerfahrzeug kaputt machen. Und ja, das mache ich später. Erstmal müssten wir jetzt den mit dem Ausweis suchen. Ich habe aber noch was vergessen, und zwar die Objekte, die wir halt bekommen haben, abzugraden. Dafür brauche ich Level 49. Uiui. Hier, das ist sehr wichtig. Sensor zur Anzeige nahe Schallquellen. Okay. So, ansonsten haben wir nichts. Essen müssen wir nicht herstellen.
Denn ich weiß nicht, wir haben oder verbrauchen sehr wenig von den Ressourcen. So, was brauche ich hier? 38. Nachschubmarker. Unterstützungsschlagmarker, okay. Granate brauchen wir erstmal nicht. Ansonsten haben wir alles. Ah, das muss ich abbrechen, denn wir hatten nicht mehr so viel Kohle, denn er verbraucht noch unser Geld. Ohne diesen Geld wird dann nichts kommen. Deswegen sollten wir nicht alles verbraten, sehe ich gerade, dass wir nichts mehr hatten. Wir müssen schon uns aussuchen, was wir auswählen. Wir können nicht einfach alles nehmen, aber egal. So, Mechs, alle im Einsatz. Das ist der Brief von Huey an Love Strange. Oder nie Strangelove. Deswegen lesen wir ihn mal, glaube ich, oder? Ja. Hey, lange nicht gesehen, was? Tut mir leid, dass ich Ihnen einfach so schreibe. Ich wollte ja mit Ihnen in Kontakt treten, aber naja, Sie haben nicht geantwortet. Habe ich vielleicht was falsch gesagt? Wenn ja, entschuldige ich mich hiermit. Es gibt aber etwas, das ich Ihnen sagen möchte. Also ich mich entschlossen, es Ihnen im Plattform mitzuteilen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die perfekte Zeit dafür, aber ich bin halt neugierig auf Ihre Arbeit. Und so. Wie läuft es denn übrigens mit der KI-Einheit? Mich würde interessieren, ob mein Programm funktioniert, dieses bei dem unsere beiden KIs verbunden werden. Wenn nicht, könnte ich ja vorbeikommen und es reparieren. Natürlich nur, wenn das in Ordnung ist. Nur für meinen Seelenfrieden sozusagen, damit es dem Programm gut geht. Aber Sie würden einem Programm bestimmt keine Gefühle zusprechen, oder? Hahaha. Ich schweife hier gerade ab. Also, ich wollte Ihnen schon seit langer Zeit etwas sagen. Damals, als wir uns bei der Nase getroffen haben. Das war schön, den Traum zu leben, die ganze Zeit über mit der Wissenschaft zu arbeiten, die wir lieben. Seitdem halte ich viel von Ihnen und Ihrer Forschung. Nein, es ist mehr als das. Für mich sind Sie ein wunderbarer Mensch. Tut mir leid, aber ich weiß gar nicht so genau, was ich hier überhaupt sagen möchte. Als Sie plötzlich nicht mehr bei der NASA waren, hat mich das umgehauen. Damals dämmerte es mir, dass ich Sie brauche für meine Forschung. Nein? Oder doch? Ach, das ist schwierig zu erklären. Naja, als ich sie dann in Costa Rica gesehen habe, konnte ich es kaum glauben. Vielleicht war das ja so etwas wie göttliche Fügung, als ob es halt irgendwie festgelegt wäre, dass das passieren sollte. Sie und ich, wir beide, nur sie und ich, vereint in der Forschung. Aber, nee, also nicht nur in der Forschung. Also, natürlich gibt es die Forschung, aber Forschung kann so viele Bedeutungen haben, oder? Ich fasel hier wieder rum, tut mir leid, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn der Peace Walker fertig ist, war es das, oder? Das ist dann das Ende des Projekts. Also, was ich sagen möchte, der Peace Walker ist etwas, das wir zusammen geschaffen haben. Und wenn das abgeschlossen ist, dann... Ich weiß, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen das erst abschließen. Aber ich hoffe, dass sie nicht wieder verschwinden wie beim letzten Mal. Tut mir leid, dass ich Ihre Zeit in Anspruch genommen habe. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Forschung. Ihr treuer Freund Huey. Okay. Naja, er ist anscheinend verknallt in sie. Aber egal, wie dem auch sei. Nun haben wir genug Zeit vergeudet. Jetzt aber ab in die Kassetten. Wir werden ein paar Sachen hören, die... ja, vielleicht wichtig sind. Mal gucken. Suchen Sie den Ausweis. Snake, to gain access to the lab,
You'll need an ID card. You can get one from a guard in an orange jacket stationed in an area where you can hear Cecile singing. To get the ID card from the soldier, do a body check. You've got to get inside that lab before the AI gets shipped out. Get a move on. Gut, aber das werden wir natürlich nicht machen, sondern hier erstmal die Sachen bereden bzw. hören, was die sagen und ein paar Leute kennenlernen. Und das Passband haben wir auch noch nicht gehört. Zwischen zwei Frauen ist sehr wichtig, das habe ich aber noch vernachlässigt und deswegen werde ich das jetzt abspielen. Number of warheads detected by the dew line. 57. Number of MIRVs included. Minimum 29, maximum 35. Target region. United States, East Coast. Estimated time of re-entry. 2048 Zulu. President selected attack option. Unknown. The president is dead. Unknown. Communication has been lost. I select Offutt Air Force Base as my target. Offutt? But that's a US base. What on earth do you mean? Based on the projected number of incoming warheads, Washington, D.C. is presumed destroyed. The president is most likely dead. The U.S. government's control lost. I realize that. So why not retaliate? With both sides destroyed, global anarchy would ensue. Recovery would be difficult. The United States' nuclear strike capability must therefore be neutralized in order to preserve the communist bloc, where government remains largely intact. You're siding with the enemy. You can't be serious. Tell me, how do you define enemy? There are no borders in this world. The same conclusion again and again. Where is the flaw? All right, let's try something else. Commencing test. Understood. You're crossing a suspension bridge. Is this my mission? Yes, your destination is the other side. The bridge is wide enough for only one person to pass at a time. A man is approaching from the opposite side. He's carrying a gun. I shoot him. Suppose he's your husband. I shoot him. In self-defense? To spare him the grief. One must die, and one must live. Next question. Your father asks you to fix the roof and mow the lawn. When you climb the ladder onto the roof, the ladder is taken away. I fix the roof. And when you're finished? I jump down. You'll break more than bones at this height. I see no need to change my decision. I have not finished mowing the lawn. I must remain loyal to the mission. Next. There is a snake in the bushes. It is poisonous. I need you to get rid of it. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's already killed many people. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Kill me. Kill me now. Why not kill the snake? Your mission is to get rid of it. Is this what you call loyalty? What are you loyal to? Country? Ideology? Feelings? I am loyal to myself. Who's there? Who's that? Intruder! Ja, das ist das Band, was Cecile gefunden hat und da haben wir auch schon zwei Stimmen gehört, einmal von The Boss und eine andere Person. Deswegen werden wir jetzt Cecile ein bisschen näher kennenlernen und mal gucken, was sie so sagt. Oder vielleicht Huey. Ich weiß nicht, wen wir jetzt nehmen sollen. Ich überlege gerade, wer ist wichtig. Ich möchte nämlich nicht alles anhören, denn das verbraucht sehr viel Zeit. Aber so ein bisschen ein paar Sachen. Zum Beispiel Chico über sich, über seinen Vater. Rolle auf der Mother Base. Hey, Snake, are there any jobs for me here at Mother Base? I can do anything. You don't have to work, you know. Don't treat me like a kid. I'm a man now. Okay, then. What are you good at? Let me think. Everything. Put me on any team. I can pull my own weight. Well, you are young. You'll probably be a fast learner. I'll think of something. Anything you need, boss. You'll see.
I can fight as good as anybody. Don't you ever get lonely, living away from your mom? Not really. My compas are my family now. A lot of them are from the same village as me. So you had plenty of people to take care of you. Take care of me? I'm a warrior, like any other Sandinista. We look out for each other. That is how it works. Sorry. Guess I misspoke. Now we're scattered because of that colibri. Wonder where everybody went. Hey, Snake. If you see any Frente prisoners, please, you gotta get them out, okay? Those guys are solid, every one. You could use them in MSF. Das stimmt, die ganzen Gefangenen, das sind die Kompas, das sind keine KGB-Arbeiter oder so, das sind die Kompas, die stationiert sind, halt Rebellen von Costa Rica. Und das habe ich mal falsch ausgedrückt. Did you see a Quetzal snake? Yep. What do you think? Did it look like a snake? No, it didn't look like a snake. Oh, really? Must be different from the Quetzalcoatl then. Quetzalcoatl. A winged snake from the Mayan and Aztec legend. A winged snake. Weird, right? I bet it's UMA. Amanda and everybody says Quetzalcoatl is a Quetzal in the form of a god. But there's no way anybody mistake a snake for a bird. I think the legend of Quetzalcoatl came first. Somebody saw it and adopted it as their god before they saw the Quetzal. After that, somebody saw a bird that looked like the image of the god, and so they named it Quetzal. You mean it happened the other way around? Well, if you ask me, the Quetzalcoatl was probably a pterosaur that survived. I mean, it's got wings and it's a reptile, so it probably looks kind of like a snake, right? Pterosaurs live on in Africa even today. They're called the Congomado and the Elitsiao. So it makes sense that there'd be pterosaurs on the American continent too, and that they survived until the Mayan and Aztec eras. Lucky for us, they're not still around today. Who says they aren't? The dinosaurs supposedly died out 65 million years ago, and the Aztec civilization only rose about 600 years ago. If they managed to survive 65 million years, surely they couldn't be wiped out in 600. Ah ja. Gut. Die Legende von der Isla, okay, nee. So, bisschen über Cecile, bisschen über sich schnuppern. That was some escape you made from Strangelove's lab. Security inside was not so tight. The door to my room was locked from the outside, of course. But she took off the blindfold at bath time, so she could wash my hair. Pretty luxurious treatment for a prisoner. Wasn't it? She wouldn't undo the handcuffs, but she washed my body for me instead. And with such gentle care. Why'd you run away? Didn't she say you could go home in a month? If your escape attempt failed, you'd be in greater danger than before. I was supposed to be giving a presentation on the distribution of Costa Rican bird species at a conference. The date was approaching quickly. So, I pretended I had to use the toilet and made my escape. I found an ID card and searched everywhere for my equipment and my tape. But a soldier saw me. It was a miracle I managed to get away. There was no time to find the tape. I do not care about the conference. I am lucky enough to still be in one piece. You bounce back quick. You don't? Not sure. I try not to dwell too much on the past, but... Then don't. There is no point. I'm so glad to be out of there. I never felt safe, you know? Tell me about it. Well, I think she's interested in women. And I think she took a fancy to me. Oh, well, that's, Besides, it is much nicer here. Ah ja, Strangelove steht anscheinend auf Frauen. Was it just the two women in the lab? Most of the time, oui. And one of them, you only heard her voice, right? Yes, that is correct. Such a wonderful voice. It sent chills up my spine. What was the other woman like? Ah, don't even think about it. She has not the slightest interest in men. No, it's part of my mission to... Only teasing. Let me think. I believe she was in her 30s. Pretty, with a good sense of style, but austere in her tastes. A very unusual woman.
And she was doing research on AI. AI? So that is what she was up to. You know, she did say something interesting. That people should not be going into space. That it is too dangerous. An automated control system for rockets, then. She said something about wanting to get closer to her dying wish. I think she must have been talking about an old lover. Lover? You mean another woman? Huh, my! Aren't we curious about women and other women? You want to hear the terrible things she tried to do to me? That's not what I meant. It's all right. You can be honest. You two seem to get along awfully well together. No, not at all. I think you're hiding something. Never mind. Aren't you supposed to be looking for the Quetzal? Here, I'll demonstrate its call for you. Ja gut. Was kann man hier noch? Über sich. Ja, erzähl mal etwas über dich. Never heard the name Cosima before. Then again, I don't know many people from France. Is it a common name? No, not that common. But Wagner's second wife was named Cosima Francesca Gaetana Wagner. Huh. You know, Kojima is a common last name in Japan. Kaz? It's just funny how, I'm part Japanese and Cecile's middle name is so close to Kojima. It feels like destiny unfolding. You think so? Oui, oui. That's a beautiful name you have. Cecile Cosima Caminades. Wait a second. Cecile Cosima Caminades. Cosima Caminades. Hey, that's close to Close to what? your name. It sounds almost like the sentence Kojima Caminandes in Japanese. And what does it mean, s'il vous plaît? Well, kami is the word for God in Japanese. Nandesu, well, it's hard to explain, but placed after God, it would turn the sentence into is God. Okay. So? Kojima is God. Cecile's name is a message. I don't believe it. Kojima is God. Kojima is God. Kaz? Das war das Easter Egg, was ich meinte. Ja, Kojima ist Gott. So, was haben wir hier noch? Der Schakal. Speaking of the Algerian War of Independence, you ever hear of the Day of the Jackal? Ah, you mean the novel that was made into a movie last year. The OAS, a militant French underground group, plots to assassinate de Gaulle, hiring a hitman known as the Jackal. Readers know that de Gaulle was not killed, but it is still so exciting. If someone was going to try to eliminate me, I would hope they would be as thorough as the Jackal, to know everything about me without me suspecting a thing. Oh, yeah? I wonder if my birds feel the same way. I wonder. Ah ja. Na gut. Dann war's das. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und dann machen wir die Mission.